Willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind Theresa und Laura, Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen. Und in diesem Video werde ich mit dir, Theresa, über ein Thema sprechen, das ich euch gleich erklären werde. Es geht im Prinzip für euch darum, zu trainieren, einem muttersprachlichen Gespräch zu folgen. Ihr könnt gerne die Untertitel aktivieren, falls es euch zu schnell geht. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, wir fangen gleich an, oder? Okay. Los geht's, let's go. Okay, Theresa, ich möchte heute über deinen Hund sprechen. Oh, das mache ich sehr gerne. Ja, oder? Also vielleicht haben das ja einige auch schon mitbekommen. Du hast es ja auch schon öfter mal erwähnt, dass du einen Hund hast. Und ich würde gerne einfach mal heute mit dir darüber reden, wie kam es denn dazu? Hattest du denn schon immer den Wunsch, einen eigenen Hund zu haben? Erzähl mal. Okay, dazu muss man ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar hatte ich, als ich so 13 Jahre alt war, glaube ich, hat sich in mir dieser Traum entwickelt, ich möchte einen Hund haben. Und ich habe dafür sehr stark gekämpft bei unseren Eltern. Ich weiß noch, es gibt Tagebucheinträge, wo ich geschrieben habe, so, dass wir uns jetzt ein neues Auto anschaffen wollen mit einem großen Kofferraum, weil wir jetzt vielleicht bald einen Hund bekommen und so. Also ich war sehr aufgeregt und habe sehr dafür gekämpft. Und dann haben wir ja unsere Hündin bekommen damals. Genau, es war eine Golden Retriever Hündin und sie war wirklich ein Goldstück. Also und sie ist 15 Jahre alt geworden. Das heißt 2023, ziemlich genau vor 2 Jahren, mussten wir sie dann leider gehen lassen. Aber es war für mich immer klar, dass ich wieder einen Hund haben wollte. Der Zeitpunkt war nicht ganz klar, um ehrlich zu sein. Das ist dann erst so mit der Zeit entstanden. Aber es war für mich immer klar, ich werde immer ein Mensch sein, der irgendwie einen Hund hat. Also vielleicht mit Pausen. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich mir gut vorstellen kann, dass ich irgendwie immer einen Hund haben werde. Also ein typischer Hundemensch. Ich bin ein absoluter Hundemensch, würde ich schon sagen, ja. Hattest du denn irgendwelche Bedenken oder Einwände? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, naja, das spricht jetzt aber nicht für einen Hund? Definitiv. Also ich glaube, dass zum einen wohne ich ja in einer Wohnung, auch relativ nah am Stadtzentrum. Es ist tatsächlich schon ein Ort, der umringt ist von Wiesen und Parks und so. Also deswegen habe ich mich ja jetzt auch dafür entschieden. Aber es ist halt natürlich trotzdem irgendwie sehr in der Nähe von einer Stadt. Und es ist jetzt nicht so ländlich, wie du zum Beispiel wohnst. Natürlich der Zeitfaktor. Es muss ja auch mit der Arbeit vereinbar sein. Und was ist, wenn ich vielleicht von heute auf morgen plötzlich nicht mehr nur online arbeite, nur im Homeoffice bin? Was passiert dann? Ich kann den Hund nicht den ganzen Tag alleine lassen. Also klar, es gab immer Einwände irgendwie. Ja. Okay. Am Ende habt ihr euch dann dafür entschieden, also die Vorteile haben überwogen. Ja, auf jeden Fall. Wie kam es denn dann dazu? Also wo habt ihr den Hund herbekommen? Erzähl mal davon. Okay. Es war relativ schnell klar, dass wir einen Hund retten wollen. Also es gibt ja verschiedene Organisationen, die Straßenhunde aus verschiedensten Ländern, aus Portugal, Griechenland, Spanien, wo auch immer, retten. Und diesen Gedanken fand ich einfach sehr, sehr schön, dass es genug Hunde gibt, die ein Zuhause suchen. Und genau, deswegen war das für mich relativ schnell klar, dass ich einen Hund aus dem Tierschutz möchte. Und dann habe ich recherchiert, welche Organisationen es gibt, welche seriös für mich aussehen und so weiter. Und habe da so die Bilder mal durchgeklickt. Und dann kam ein Foto von, jetzt heißt er Tadej. Und es war für mich so, ich habe mich irgendwie schockverliebt. Also es war, irgendwas passiert hier gerade. Und dann habe ich das Foto natürlich auch gleich meinem Freund geschickt und guck mal. Und er war auch total schnell begeistert. Und dann haben wir uns für diesen Hund
beworben. Also es war wirklich ein Bewerbungsprozess. Wir mussten sämtliche Informationen an diesen Verein geben. Wir haben auch Telefonate, Videotelefonie und sowas gemacht, damit sie sehen, wo der Hund dann lebt. Also wie sieht unsere Wohnung aus. Wir haben auch aus dem Fenster rausgefilmt, wie schaut die Straße aus und so. Also das fand ich auch sehr, sehr gut, dass da wahnsinnig viel Wert drauf gelegt wurde, wo der Hund hinkommt. Das finde ich schon auch wichtig. Ja. Und dann war es eine Nacht- und Nebelaktion. Bedeutet, wir haben die Zusage für den Hund bekommen und es war so, dass er er kommt aus Rumänien und für diese Organisation fährt, weiß ich nicht, 2-3 Mal im Monat fährt ein Transporter von Rumänien nach Deutschland. Und dann werden die Hunde in Deutschland erstmal in Pflegefamilien gegeben oder Pflegestationen. Und auch das wäre mit unserem Hund passiert. Das wurde schon vor Wochen so vereinbart. Dieser Hund wird aus Rumänien nach Deutschland gebracht und dann irgendwo in Norddeutschland in eine Pflegestation gebracht. In der Zwischenzeit kamen aber wir und wir haben uns beworben und haben dann diese Zusage bekommen. Und dann haben wir gesagt, naja, aber könnte er nicht direkt zu uns kommen und nicht erst zur Pflegestation und wir müssen dann in den Norden fahren? Das wäre ja viel zu aufwendig. Und dann haben sie gesagt, ja, aber der Transporter kommt morgen. Und wir so, okay, Moment, das würde bedeuten, wir bekommen morgen unseren Hund? Ja, genau. Und bis das dann alles fertig organisiert war, war es, glaube ich, also die finale Zusage haben wir, glaube ich, um 21 Uhr bekommen am Abend. Und am nächsten Tag sind wir ich glaube, um 5 oder 6 Uhr morgens losgefahren Richtung Dresden, Leipzig, glaube ich. Chemnitz war es, Chemnitz. Aber wir hatten nichts. Wir hatten keine Näpfe, wir hatten kein Hundebett, wir hatten keine Box, keine Leine, kein Halsband, nichts, nada. Und dann sind wir, haben noch über Kleinanzeigen, haben wir noch eine Hundebox organisiert und am nächsten Morgen dann in Chemnitz sind wir noch schnell zu einem Hundeladen gefahren und haben dort alles gekauft. Und dann war die Übergabe. Wow, das war jetzt also sehr ausführlich, so Video vorbei. Sorry. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht bremsen, weil du so euphorisch warst. Ja. Und ich fand es aber ehrlich gesagt jetzt auch spannend zu hören, wie schnell es dann doch irgendwie gehen kann. Voll. Und es ist ja eigentlich auch für den Hund gut gewesen, dass er nicht erst nochmal in eine Pflegefamilie musste und dann zurück zu euch, sondern dass das sofort funktioniert hat. Voll. Also auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja. Wie war das denn dann, als der Hund, also Tadej, bei euch war? Wie waren die ersten Tage? War das genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt? Nein. Das kann ich schon mal beantworten. Nein. Man muss dazu sagen, dass dieser Transporter ja, ich glaube, 16 Stunden lang gefahren ist. Das heißt, nach diesem Transport, der Hund, ich habe sowas noch nie gesehen, der war also komplett fertig mit der Welt. So. Also der hatte super viel Angst. Ich dachte, wir bringen diesen Hund nach Hause in seiner Box. Wir stellen die Box ins Wohnzimmer, machen die Tür auf und der Hund wird sicher neugierig überall rumlaufen und schauen. Nein, es hat, glaube ich, 5 Stunden gedauert, bis er überhaupt mal seinen Kopf rausgestreckt hat aus dieser Box. Also er war wirklich sehr, sehr verängstigt und er ist dann schon auch schnell aufgetaut, also lockerer geworden und klar, er war ja 4 Monate alt, das heißt, er hat es auch geliebt zu spielen und Bälle fangen und so weiter, also das macht ihm bis heute noch sehr viel Spaß. Also es wurde dann schon, aber ich habe damit einfach keine Erfahrung gehabt mit ängstlichen Hunden, so bis dato. Deswegen war es anders, als ich das irgendwie erwartet habe. Ja, okay. Und wie ist denn jetzt heute dein Alltag mit Hund? Also habt ihr euch eingespielt? Seid ihr ein gutes Team geworden? Wie lange ist er jetzt bei euch? 2 Jahre, oder? Nee, 1,5 Jahre oder 1,75 Jahre, irgendwie so. Genau. Klar, mittlerweile, wir haben feste Routinen, wir vertrauen uns, aber man muss schon sagen, er ist halt ein Hund in der Pubertät. So, also ich glaube, hormonell passiert da gerade sehr, sehr vieles bei ihm und er ist wie ein menschlicher Teenager irgendwie auch. Also so
Sitz? Was ist Sitz? Nee, also daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Oder wenn man draußen ist und er zu einem kommen soll und ihn ruft, dann ist er so, nee, also das ist jetzt viel interessanter da vorne oder so. Aber das ist okay, so sind Hunde in der Pubertät, das ist okay. Aber was immer noch ein Thema ist, ist seine Angst. Ja, also er ist immer noch ängstlich, aber nicht mehr so wie früher. Also das ist schon besser geworden. Ja, und ihr wisst ja tatsächlich auch nicht, wie sein Leben vor euch war, oder? Also keiner weiß so richtig, was er schon durchgemacht hat. Von dem her braucht man da einfach auch noch sehr viel Geduld wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Richtig. Gibt es irgendwas, was du rückblickend anders machen würdest? Oder hättest du vielleicht einen Tipp für alle, die sich überlegen, auch einen Hund zu adoptieren? Also was ich anders machen würde, ist mir teilweise weniger Gedanken machen und sich zu denken, das wird schon. Gib ihm Zeit, das wird. Weil ich glaube, dass mir das wirklich von Anfang an nicht so bewusst war, was es bedeutet, einen Hund bei sich zu haben, der einfach sehr ängstlich auch ist. Wir hatten, wie gesagt, ja früher unsere Hündin und die war nicht ängstlich. So, also das war immer alles völlig fein, die war immer sehr entspannt und so. Deswegen wusste ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht, oder mache ich mir ja heute auch noch, wie ich die Situationen irgendwie gut managen kann oder handeln kann. Und ich glaube, dass ich da früher viel zu verkopft war. Und jetzt mittlerweile, klar, mache ich mir Gedanken, aber nicht mehr zu sehr, weil ich auch irgendwie weiß, dieser Hund ist 1,5 Jahre alt, die Hälfte oder ein Viertel seines Lebens hat er irgendwie auf der Straße gelebt und wer weiß, was er da irgendwie erlebt hat. Offensichtlich hat er irgendwelche Traumata und es ist gut, dass er jetzt bei uns ist und hat da hoffentlich oder ziemlich sicher ein besseres Leben als in Rumänien und genau, also was ich anders machen würde, weniger nachdenken und Vertrauen in sich selbst zu haben. Ich glaube, das ist es vor allem. Und als Tipp, informiert euch genug, ehrlich gesagt. Also wirklich auch verschiedene Szenarien durchzuspielen. Ich habe immer gesagt, ich will einen Hund, den ich mit ins Restaurant nehmen kann, der mich in meinem kompletten Leben begleiten wird und so. Okay, aber was ist, wenn das nicht klappt? Also was ist, wenn du einen Hund hast, mit dem du nicht ins Restaurant gehen kannst, weil er Angst vor Menschen hat? Wie bei unserem Hund oder so. Passt es dann trotzdem für dich sozusagen? Also einfach wirklich viel darüber nachzudenken, ob man genug Zeit hat, genug Geduld, ja, und genug Energie für dieses Lebewesen einfach hat. Ja. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Dass Ja. man einfach vielleicht nicht auch nur von den schönen Seiten geblendet wird, sondern dass man auch sich klar macht, die Realität kann dann doch auch anders aussehen. Total. Oder man braucht zumindest mehr Geduld, als man vielleicht dachte. Ja, Ja. absolut. Also so bereichernd ein Hund auch ist, so anstrengend ist es aber auch. Ich meine, vielleicht sind das jetzt auch die ersten Jahre so, bis sich dann alles einspielt und einpendelt. Aber das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ja, sehr schön. Super. Dann würde mich jetzt interessieren, ob ihr selbst Haustiere habt oder Hunde habt. Wenn ja, ob ihr sie vielleicht auch adoptiert habt. Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich, Theresa. Sehr gerne. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder.